Hey, heute, also ich habe gerade eben draußen ein herrliches Video gemacht mit so einem Walk and Talk, wo man so also wo man läuft und man spricht also über solche Sachen, so wie ich es ja schon manchmal gemacht habe. Und es war leider so windig und so herbstlich stürmisch, dass ich das Ganze nochmal machen muss, weil es einfach kaum, also nicht richtig zu verstehen war. Und man will ja doch über relativ komplizierte Sachen sprechen. Heute möchte ich mal sprechen über das Thema der Wille in der Natur. Ähm, Ich hatte zuerst gedacht, ich nenne das Ganze, gibt es einen menschlichen Willen? Fragezeichen. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, als ich selber darüber nachdachte, ob es überhaupt einen menschlichen Willen gibt, in dem Sinn, ähm, das selber als relativ strange empfand. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch vielleicht jetzt denken, ähm, die Frage kommt komisch. Wie kommt man überhaupt auf so eine Frage? Ähm, Es geht ja auf meinem Kanal immer um spirituelle Sichtweisen. Und eine sehr spirituelle Sichtweise ist, dass alles geistig ist. Also ihr kennt vielleicht die hermetischen Gesetze. Die hermetischen Gesetze besagen beispielsweise, dass das Universum geistiger Natur ist, genau wie ich das in der spiritualistischen Philosophie ja auch quasi immer sage. Mit der Konsequenz dann übrigens, dass es die Materie in dem von uns gedachten Sinn überhaupt nicht gibt. Und noch anderen Konsequenzen, die daraus folgen. Aber das ist also die grundsätzliche spirituelle Sichtweise, dass die Sachen doch weit weniger getrennt sind, als wir es insbesondere im Materialismus sehen. Und man sagt sich, wenn man eine solche Sichtweise hat, man geht da von verschiedenen Perspektiven ran. Also einerseits fragt man sich, sind die Gedanken, die ich habe, immer auch meine Gedanken oder inwiefern sind es die Gedanken von anderen? Man kommt darauf, weil man beobachtet, dass beispielsweise eine Mode uns alle zu dem Entschluss bringt, bestimmte Klamotten zu kaufen und sie 20 Jahre später ganz doof zu finden, aber eben alle gleichzeitig. Und doch denken wir im Laufe des Prozesses, das sei eine ganz tolle Idee, wenn wir uns zum Beispiel in den 70ern Schlaghosen anschaffen oder wir sehen die Auswirkungen einer bestimmten Denkweise in der Gesellschaft, Stichwort Ideologie oder Stichwort Indoktrination oder Stichwort einfach, die Leute sehen alle dieselben Fernsehsender oder sie sehen dieselben Filme und haben daher dieselben Ideen und kommen auf dieselben Gedanken und durch Kommunikation gleicht sich das, was in den Köpfen vorgeht, weitgehend ab und das, was man als die eigenen Gedanken empfindet, das sind genauso gut die Gedanken deines Nächsten. Und so weiter. Und insofern fragt man sich dann, inwiefern ist, was ich mir denke, denn überhaupt mein eigenes Gedankengut? Was trage ich dazu bei, dass bestimmte Gedanken gedacht werden, bestimmte Entschlüsse gefasst werden und so weiter? Und wenn man sich unter diesem Aspekt die eigenen Entschlüsse ansieht, dann ist man auch nicht mehr so sicher, ob das alles aus bewussten Entscheidungen hervorgegangene Entschlüsse sind, Willensausdruck eines klug durchdachten Vorgangs oder ob es nicht zum Teil zufällig passiert, dass man sagt, so ungefähr, man ist an einer Gabelung und sagt sich, ach, ich gehe links oder rechts, was dann doch eher Zufall ist als Ausdruck eines spezifischen Willens. Jedenfalls ist das im Grunde, wie man drauf kommt. Und am Ende will ich noch ein bisschen was dazu sagen, wozu es überhaupt gut ist, sich solche Fragen zu stellen, weil zumindest bei mir seinerzeit die Frage aufkam, ist das denn zielführend, wenn man sich solche Fragen überhaupt stellt, oder wäre es nicht besser, wie der Materialist geneigt ist, wahrscheinlich zu sagen, der Wille ist eben der Wille und damit hat sich's. Also die Frage, die man sich stellen kann, wenn man also gleichsetzt oder wie ich das manchmal sage, wir sind Teil der Natur, wir sind nicht von ihr getrennt oder so.
Und die Gedanken der Natur sind in uns. Wir sehen sie als das, was wir normalerweise als das Äußerliche begreifen, die äußerliche Welt, die, wie gesagt, im spiritualistischen Sinn und irgendwie auch im spirituellen Sinn, also siehe Hermetik, geistig ist. Man fragt sich also, wenn eine Biene eine Blüte bestäubt, ist das dann ihr Wille, ihr freier Wille? Und umgekehrt, wenn ich ihr diesen freien Willen nicht zubilligen will, mir selber aber sage, dass wenn ich innerhalb ganz ähnlicher Strukturen etwas für mich entscheide, das wäre dann ein freier Wille. Also eine ähnliche Struktur ist zum Beispiel, wenn man innerhalb eines ökonomischen Setups Entscheidungen trifft, zum Beispiel Kaufentscheidungen oder Entscheidungen zum Beruf oder dergleichen oder zur Ausbildung. Und auch hier könnte man ja sagen, genau wie die Biene ein bestimmtes Programm abspielt, das nicht in ihr ist, sondern in ihrem Volk ist. Bienenvolk, das ganze Volk will ja leben. Und die einzelne Biene ist ausführendes Organ, wenn man so will, des ganzen Volkes. Sie hat insofern ein Programm in sich, das abläuft und das, wenn da ein Wille ist, doch eher der Wille des Bienenvolkes ist als ihr eigener Wille. Aber so könnte man das ja genauso gut für die Menschen definieren. Und es ist ohnehin komisch, wie die Menschen sich immer von der Natur absondern in jeder nur denkbaren Weise, indem sie zum Beispiel sagen, sie selber wären die Krone der Schöpfung, während die andere Schöpfung wäre irgendwie so weniger klug, weniger schön, weniger wichtig. Das sieht man im Spiritualismus natürlich dann anders, weil der Mensch im Spiritualismus wird gesehen als Teil eines übergeordneten Geistes. Und auf die Idee, dass nun der Mensch als, ich will nicht sagen untergeordneter Geist oder so, aber als Teil eines riesigen Puzzles die Krone des Ganzen sei, das ist fast eine Verkehrung. Oder man spricht der Biene ja sozusagen die eigene Entscheidungsfähigkeit ab. Man hat dafür gewisse Gründe, bei denen man sagen könnte, das ist nachvollziehbar. Man könnte sagen, die Biene wird gesehen, als würde sie eine fast mechanische Folgerichtigkeit ausführen. So ähnlich wie die Gravitationsgesetze der Himmelskörper. Beim Mond zum Beispiel würde man ja auch nicht sagen, der Mond entscheidet sich dafür, die Erde zu umkreisen, weil er hält es für die nächstliegende und beste Sache. Sondern man sagt, der Mond umkreist die Erde aus Gründen der Gravitation. Und ich hatte ja schon gesagt, dass es also in anderen Sendungen, nicht in dieser, dass es überaus gute Gründe gibt, von einer Gravitation der Gedanken zu sprechen. Nochmal zum Beispiel zurückkommend auf eine Mode, eine Indoktrination, eine Ideologie, ist es den Menschen ja nicht möglich, ganz eigene Gedanken zu haben, sondern ihre Gedanken spielen sich ab innerhalb dieses Spannungsfeldes, sage ich mal, einer Ideologie beispielsweise. Sie haben also Gedanken im Zusammenhang mit der Ideologie und das nenne ich die Gravitation des Geistes. Man kann eigentlich nicht weg davon. Und übrigens, hier kommt auch noch eine andere hermetische Weisheit ins Spiel. Das ist die Geschlechtlichkeit der Dinge. Dass es in allem so ein Yin und Yang gibt. Das Yin und Yang zeichnet sich ja dadurch aus, dass Yin und Yang, also Schwarz und Weiß, Anteile, gegensätzliche Anteile innerhalb eines Kreises vorhanden sind. Und dieser Kreis ist der gemeinsame Rahmen, innerhalb dessen sich jeder Widerspruch abspielen muss. Bei Hegel beispielsweise heißt es Kampf und Einheit der Gegensätze. Die Gegensätze sind
natürlich völlig gegensätzlich, so versteht man es, aber sie haben auch eine Einheit und müssen es haben. Man kann also sich den Gegensatz nur innerhalb dieser Einheit als Gegensatz denken. Wäre diese verbindende Klammer nicht in dem Symbol, das ist der Kreis, dann gäbe es den Gegensatz an sich nicht. Ich könnte das jetzt auch anhand des im Spiritualismus nach außen hin offenen Universums erklären, das ja keine Begrenzung hat und trotzdem nicht unendlich ist. Warum? Weil das Universum alles sein könnte. Es könnte also auch noch Grenzen haben jenseits dessen, was wir derzeit denken. Aber es kommt zustande, indem bis zu gewissen Grenzen gedacht wird und innerhalb eines bestimmten Rahmens, und das nennen wir das Universum. Es ist also nicht unendlich, aber es ist offen. Das war also die Gravitation des Geistes. Wir nennen es bei Himmelskörpern, die sich gegenseitig anziehen, nennen wir es Gravitation, Massengravitation. Bei Menschen nenne ich es Gravitation des Geistes. Gravitation des Geistes bewirkt übrigens, dass man ein bestimmtes geistiges Universum auch nicht verlassen kann. Das ist ganz ähnlich wie mit dem Verlassen der Erdanziehungskraft mit Hilfe einer Rakete. Auch hier muss also eine gewisse Fluchtgeschwindigkeit erreicht werden, dass das überhaupt möglich ist. Und bei der Gravitation des Geistes ist es ähnlich. Hier habe ich noch aufgeschrieben, als Beispiel für diese Unterschiedlichkeit, dass man den Willen beim Menschen als ganz frei und getragen von ganz eigenen Gedanken, also Schrägstrich Entscheidungen sieht. In der Natur hingegen sieht es so aus, als sei Wille gar nicht vorhanden. Sondern als liefer alles ab durch so eine mechanistische Vorstellung von, das ist da irgendwie einprogrammiert oder die Materie kann nicht anders, sie muss eben so und so reagieren, denn sie hat ja diese und jene Eigenschaften. Was man, wie gesagt, auf beiden Seiten ja dann noch sagen könnte. Man könnte sagen, beim Menschen, der hat also auch bestimmte Eigenschaften, er hat eine bestimmte Programmierung, er hat, wie sagt man bei Programmen nochmal, Algorithmen, er hat Algorithmen. Er programmiert sich in gewisser Weise selber, das sind seine Erfahrungen, und er hat Algorithmen, und wenn man die Algorithmen eines Menschen kennt, also seine Art und Weise, wie er so agiert und reagiert, dann kann man recht gut vorhersagen, was seine Reaktion sein wird und was seine sogenannte freie Entscheidung und sein Wille im Einzelnen sein wird. Also der Jordan B. Peterson, ein kanadischer Psychologe, der hat Lobster untersucht, also Hummer, würde ich sagen, oder Krebse, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube Hummer heißt es. Und er hat also dazu geforscht, dass diese Hummer, wenn sie in mehreren zusammen sind, dann bildet sich sofort eine Hierarchie heraus. Wer ist übergeordnet, wer ist untergeordnet, wessen Wille ist dominant, und er übertrug diese Erkenntnisse auf den Menschen und kam zu der Überzeugung, dass es beim Menschen ganz ähnlich funktioniert. Auch der Mensch hat ganz ähnliche Funktionsweisen hinsichtlich des sich einen Führer sozusagen suchend. Sobald ein paar Menschen beisammen sind, stellt sich die Frage, wer ist hier die Führungsfigur? Und es klärt sich dann auch sehr bald. Und er hat also da diesen Übertrag gemacht von der äußerlichen Natur, wie wir denken würden, unbeseelten Natur, hin zum Menschen, der mit seiner Seele, wie gesagt, im Materialismus als ganz anders und besonders gesehen wird, unabhängig von der äußerlichen Natur. Und nun könnte man, also das ist ja in sich schon ein Argument, darüber nachzudenken, über diesen Willen. Nun könnte man, und das hatte ich so gemacht, sich dann auch noch denken, wenn zum Beispiel ein Soldat aus dem Schützengraben springen soll und der Kommandeur ruft, alle jetzt raus und wir greifen an. Und die Soldaten wissen ganz genau, dass ein erheblicher Prozentsatz, vielleicht 50%, werden fallen. Und
würden normalerweise diesen Entschluss nicht fassen, wessen Wille geschieht da? Also es geschieht der Wille, wenn man so will, des nächsthöheren Offiziers. Und der wiederum führt den Willen des über ihm befehlshabenden Offiziers aus. Und der wiederum führt vielleicht den Willen des Generals aus. Der General befiehlt keinem einzelnen Soldaten aus dem Graben zu gehen, aber er sagt, wir müssen den Krieg gewinnen, wir wollen den Krieg gewinnen und wir müssen Hügel XYZ nehmen. Das bedeutet, dass Brigade XYZ muss vorrücken und das wiederum führt am Ende dazu, dass der Soldat aus dem Graben springen muss. Aber er kann sich man kann natürlich mit Recht fragen, wessen Wille passiert da? Und das ist eben diese Betrachtungsweise, dass man sehen kann, dass im Einzelnen der Mensch das, was er sich selber als Willen zuordnet, nicht in diesem höheren Sinn sein eigener Wille ist aus einer eigenständigen und eigenen Erkenntnis gewonnen, sondern dass es ein Wille ist, der entweder aus einer Information gewonnen wird, die übertragen wurde von außen, die es also außen vielfach schon gibt, oder auch ein Wille, der von außen auf ihn übertragen wird. Und es lohnt sich aus meiner Sicht durchaus, sich mal zu fragen, welche meiner Entscheidungen sind dann wirklich, kommen denn aus mir? Und das ist ja übrigens dann auch eine Sache, die von Psychologen viel gemacht wird und die dann untersuchen, welche Anteile deines Lebens zum Beispiel vorgeprägt wurden von deinen Eltern und so weiter und so weiter. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn, wenn man sich solche Fragen stellt über den Willen? Ja, wird man dann vielleicht zu einem Menschen, der nicht mehr genau weiß, was er für einen Willen hat? Ich würde sagen, nein. Sich solche Fragen zu stellen, führt dann zum Beispiel dazu, dass man Worte wie Schicksal besser versteht. Ich hatte ja neulich mal was gesagt über das Stück Macbeth und die darin enthaltene Interpretation des Wortes Schicksal. Und was ich da, glaube ich, fast noch ein bisschen vergessen habe, ist ja, wenn man sich also vorstellt, dass dein Schicksal bestimmt wird durch in dem Stück ist es ja so, dass 3 Hexen dem Macbeth sagen, dass er König sein wird. Und am Ende ist er auch König. Aber anders als sich Macbeth das am Anfang vorstellt, dass das sein Glück sein wird, ist es sein Untergang. Und das Komische an der Sache in dem Stück ist eben, dass der Macbeth selber dieses Schicksal vollzieht aus eigenem Willen, könnte man sagen, aus freien Stücken. Und insofern ist das Stück Macbeth eben auch eine Betrachtung der Frage nach dem eigenen Willen. Die Hexen haben das Ende von Macbeth vorhergesagt. Sie haben vorhergesagt, wie es sein wird. Und es passiert auch so. Und es passiert mit den Handlungen von Macbeth. Aber wenn man das Stück und die Handlung so sieht, dass die Hexen im Grunde das schon vorher wussten, dann muss man sich natürlich mit Recht fragen, was ist jetzt der Anteil von Macbeths Willen bei der ganzen Sache. Es ist natürlich auch eine Weisheit, eine fernöstliche Weisheit, dass man im Leben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, dass man Dinge erkennt, dass man wichtige Lebenszusammenhänge versteht. Und zwar deshalb, weil nach fernöstlicher Philosophie, ich glaube hinduistisch, ist es ja so, dass sich die Gestalt wandelt. Der Tod ist nicht wirklich das Ende des Geistigen, sondern es bleibt das Geistige. Die körperliche Form verändert sich, wird zu einer ganz anderen und das Geistige bleibt aber und rematerialisiert sich in anderen Formen. Da ist von Wiedergeburt die Rede und vielleicht ist man dann auch eine ganz andere geistige Entität, man weiß es nicht, aber in diesem
hinduistischen Sinn ist es wichtig, dass man sein Leben so lebt, dass dort Erkenntnisse wachsen und Erkenntnisse hinzukommen. Und ich zumindest glaube sehr daran, dass diese Weisheit stimmt, dass das Leben dazu gemacht ist, dass man Erkenntnisse gewinnt und das ist übrigens aus meiner Sicht auch überhaupt das Schöne am Leben. Dieser Genuss, der daraus kommt, dass man Dinge erkennt oder dass man etwas über andere Dinge weiß. Also wenn man zum Beispiel das Stück Macbeth sich ansieht, was ist es, wenn du nicht dir diese Fragen stellst, diese philosophischen Fragen? Ist es dann einfach ein Mantel- und Degenstück, wo Leute drin ermordet werden? Oder wenn du ein schönes Schloss dir ansiehst, was ist das? Ein Gemäuer? Einfach oder weißt du noch irgendwas über die Geschichte des Schlosses? Wer hat da drin gelebt? Welche Geschichte Europas spielte sich darin ab und so? Und das ist meiner Ansicht nach das Schöne und das Richtige und das Gute an solchen Überlegungen. Und genauso ist es eben mit dem Willen, sich darüber mal klar zu werden, sich da zu beobachten, verleiht dem Leben doch, glaube ich, eine ganz schöne Tiefe. Ich will es damit erstmal bewenden lassen und danke für euer Zusehen. Hoffe, ihr liked und abonniert und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.